Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Die News kam gestern raus, ihr habt es vielleicht schon bereits gesehen in der Ingame-Post oder was weiß ich wo. St. Patrick's Day Event ist das Wochenende und es gibt auch neue Pakete und das ist natürlich auch wieder Anlass genug, dieses Video zu einem Giveaway-Video zu machen. Dazu kommen wir aber gleich. Und zwar frohen St. Patrick's Day, das sind die News noch von gestern. St. Patrick's Day rollt mit einem besonders prall gefüllten Topf voller goldener Möglichkeiten heran. Während dieses grünen Spektakels 15. bis 17. kurbeln wir unter anderem alle Goldströme an und erhöhen eure Glücksspielversuche erheblich. Macht euch bereit für die folgenden St. Patrick's Day Events von Freitag bis Sonntag. Glanzparade des Goldes, Glückstag, Epic, gut Glück, ne, Vaganza, hier Extravaganza, Tag des heißen Eisens. Und es gibt auch eine besondere Aktion, und zwar gibt es mal wieder Pilzpakete für den St. Patrick's Day Anlass. Gab es letztes Jahr, glaube ich, auch schon, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber ja. Und die gucken wir uns gleich natürlich auch nochmal an. Und ihr habt natürlich auch wieder mal die Chance, auf jeden Fall hier bei diesem Video zu gewinnen. Natürlich bedanke ich mich auf jeden Fall wieder mal recht herzlich für den ganzen Support, den ihr mir entgegenbringt. Dadurch, dass ihr halt immer mehr kostenfrei meinen Creator-Code bei dem Pilzkauf mit angebt, kann ich halt auch solche Giveaways machen und euch im Umkehrschluss wieder was zurückgeben. Deswegen vielen lieben Dank. Und deswegen werde ich auch in diesem Video eine 100 € PaySafe-Card Guthabenkarte verlosen an einem von euch. Ja, und genau, das Ganze werden wir dann wieder in 2 Tagen auslosen. Also heute haben wir Donnerstag, das heißt am Samstag, den 16. Um 15 Uhr kommt ein Video online, nicht verpassen, wo wir dann den Gewinner live ziehen. Und da, seid ihr denn entweder mit dabei oder nicht. Ne? Was müsst ihr dafür machen? Ganz klar, natürlich richtet sich das Giveaway wieder ausschließlich an meine Abonnenten, weil ihr mich halt eben auch supportet. Und deswegen Dankeschön auf jeden Fall. Falls ihr noch kein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Ansonsten, wie macht ihr hier sonst noch mit bei dem Gewinnspiel? Unter diesem Video einfach einen Kommentar schreiben. Und dann werdet ihr schon am Samstag automatisch dran teil und werdet am Samstag dann ausgelost. Ne? Das sind die Pakete hier. Glücksbringer-Paket, 330 Pilze, 40.000 Metall, 150 Lucky Coins, ein 10er. Dann für 25 € 860 Pilze, 500 Lucky Coins, 50.000 Metalle und 25.000 Kristalle. Und dann haben wir hier noch das Goldtopf-Paket, das geht bis 50 € hier, ne? Also ein 100er-Paket gibt es diesmal nicht. 1770 Pilze, 750 Lucky Coins und 50.000 Kristalle. Ja, das sind auf jeden Fall erstmal soweit die Pakete, die News, und die könnt ihr natürlich dann halt auch dementsprechend bei mir gewinnen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für den ganzen Support immer, den ihr mir entgegenbringt und sowas halt möglich macht. Ne? Das Ganze hier über den Webshop halt auch, dass da Shakes and Fidget die Möglichkeit gibt, uns Creator auch zu supporten. Und halt eben auch auf die alten Pilzpreise zurückzugreifen, anstatt über Steam, iOS und Android 120 € anstatt 100 € als Beispiel für 3000 Pilze zu bezahlen. So, ne? Deswegen Dankeschön. Hier findet ihr auch dann, wenn es denn soweit ist, die Pakete im Shop. Hier könnt ihr die dann halt auch erwerben. Und ja, da würde es mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten, wenn ihr hier dann beim Creator-Code an mich denkt und da den Code DORZA eingebt und dann, macht ihr schon viel, viel mehr, als ich euch jemals wieder zurückgeben kann. Deswegen danke, 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 ganz viel Liebe an euch da draußen. Ja, das weiß ich alles sehr zu schätzen und gebe da auch auf jeden Fall weiterhin immer mein Bestes, euch täglich hier, natürlich Ansichtssache, aber zu unterhalten auf jeden Fall. Ne? Es gibt noch ein kleines, cooles Artwork dazu, ne? Es sind ja 4 Events und zum St. Patrick's Day hier nochmal zum Anlass so ein kleines, cool designtes Bild hier. Da haben wir 3 verschiedene Shakes und 3 verschiedene Fidgets am Start hier. Ja, einmal hier im Goldtopf, dann, das ist glaube ich hier für das Epic Event, denke ich mal.
Obwohl hier ist auch Gold, ne? Ne, das ist fürs Glücksevent. So ist, glaube ich, rum und das für Gold und so, ne? Ja. Hier haben wir noch ein paar Lucky Coins, die hier ausgespuckt werden. Also ist ganz neckisch auf jeden Fall. Ist, denke ich mal, ganz cool. Und ja, das sind auf jeden Fall erstmal so die News soweit. Ne? Sind in letzter Zeit, muss ich auch ehrlich sagen, sind in letzter Zeit echt viele Pakete, die hier rausgehauen werden. Das hatten wir sonst, glaube ich, gar nicht so doll gehabt. Aber ich glaube, es war auch schon letztes Jahr um die Zeit gewesen, dass die halt sowas gemacht haben wie ein Winterschlussverkauf und ja, St. Patrick's Day Event. Ich glaube, da gab es nicht immer Pakete. Aber ich glaube, letztes Jahr gab es auch schon. Wie gesagt, ich bin mir da auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Man kann ja auch nicht immer alles. Nice. Alles behalten, sag ich mal so. Und ja, ich sag mal, für die älteren Server sind die Pakete wahrscheinlich also eher uninteressant. Also ich würde sie den alten Accounts jetzt eher weniger empfehlen, weil die sind halt sehr ressourcenbelastet. Was heißt belastet? Das hört sich so negativ an. Aber das sind halt Pakete mit sehr vielen Ressourcen drin, so Metalle und Kristalle, und die braucht man nachher später nicht mehr zwingend. Ne? Ich habe hier auf meinem Main mehr als genug, dass wir da uns equippen können, alles auf 20 ziehen und die Begleiter auch bis zu einem gewissen Grad. Auf meinem Battle Mage habe ich mich kürzlich auf 20 hier überall hochgezogen. Ne? Das hatten wir ja vor der Fusion von F21 noch zusammen gemacht im Video. War auch, glaube ich, kein Problem, beziehungsweise habe ich auch noch mehr als genug Ressourcen. Ne? Und auf W50 bin ich gerade dabei. Also da habe ich jetzt hier die Waffe auf plus 20, ansonsten alles auf plus 19. Ein bisschen Ressourcen habe ich auch noch, aber nicht mehr viele. Und W50 ist ja im Vergleich zu den anderen Servern, die ich spiele, also mein Battle Mage und mein Magier, ist ja im Vergleich deutlich jünger, sag ich mal. Ne? Und selbst hier habe ich auch schon genug Ressourcen zusammengefarmt. Ne? Der Elevator tut da auch sein Übriges zu, sag ich mal, beipflichten, dass man da gut versorgt wird. Aber für die etwas neueren Server, so zum Beispiel für EU10 jetzt hier als Beispiel, muss man sagen, sind die Pakete schon echt sehr interessant, weil gerade im Early-Game-Bereich, und da befinden wir uns jetzt nun mal noch auf EU10, das ist ja nun mal so, da bekommt man noch nicht diese krassen Ressourcen, die man sonst später bekommen könnte, und demzufolge ist es für die Leute, die auf etwas jüngeren Servern spielen, denke ich mal, doch noch sehr interessant. Vor allen Dingen, weil wir jetzt gerade auch kein Pilz-Event haben, und ich glaube, Pilze, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die im Verhältnis zu dem normalen Einkaufspreis stünden, aber ja, scheint mir zumindest den Eindruck zu erwecken, dass die auch ein bisschen mehr sind, als wenn du dir die jetzt normal kaufen würdest. So, ne? Also, ja, was hast du für ein 50er-Paket? Ich glaube, 50 war ja das höchste jetzt gewesen. Ne? Haben wir hier 1250 und da war, glaube ich, 1700 oder sowas irgendwie gewesen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ein bisschen mehr, plus halt Ressourcen noch nebenbei. Ne? Also von daher, ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen, aber für die etwas älteren Server, denke ich mal, ist es eher wichtig, dass man sich da mit Pilzen ausstattet, anstatt mit den Ressourcen. Ne? Aber am Ende des Tages ist es jedem selbst überlassen, wo er sein Geld reinsteckt, und ja, es gibt viele Leute, und ich glaube, das sind die meisten von euch. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal auch schreiben, wie ihr eure Pilze übers Jahr hinweg plant, weil es ist ja bekannt, dass bestimmte Aktionen es immer wieder jedes Jahr gibt, und Black Friday ist, glaube ich, somit, was Pilze angeht, also was so Pilze-Geld-Verhältnis angeht, ist es, glaube ich, das lukrativste, und ich glaube, da decken sich tatsächlich die meisten Leute dann fürs restliche Jahr ein, sodass sie dann nicht mehr wirklich darauf angewiesen sind, ja, noch weitere Pakete sich zu leisten, sag ich mal so. Ne? Und ich glaube, so vom Gefühl her ist es so, dass die älteren Accounts, die nicht mehr die Ressourcen brauchen, eher auf diese Black Friday Events warten. Klar, die anderen Spieler natürlich auch, ne, so, aber ich glaube, dass die jüngeren Server Spieler, die halt eben auch bereit sind, Pilze zu bezahlen, auch auf Black Friday warten, aber halt eben diese Pakete trotzdem noch zusätzlich mitnehmen. Ne? Also ja, ist natürlich, wie gesagt, immer eine Frage von, was für ein Playstyle habe ich. Ne? Wir haben ja auch öfter schon mal eine Umfrage gemacht, und auf meinem Kanal im Community-Tab
Hatte ich vor einer Weile auch schon mal eine Umfrage dazu gemacht und da kam auch raus, dass 50-50 circa Free-to-Play sind, also 50% der Spielerschaft, beziehungsweise die da teilgenommen haben, ich glaube, das waren über 2000, 2500, irgendwie so in dem Bereich, ich weiß nicht mehr ganz genau, haben da bei der Umfrage dran teilgenommen und waren Free-to-Play-Spieler und der Rest war halt Pilzer. So, und deswegen, ich muss mal ganz kurz nachschauen, weil das interessiert mich jetzt nochmal. Ja, also hier haben wir 1770 Pilze, ne? Also da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und bei der Umfrage, schauen wir nochmal ganz kurz hier, da haben wir ja auch mal hier und da eine Umfrage gemacht. Wo haben wir denn hier Pilze? Ja, es waren ganz coole Umfragen auf jeden Fall dabei. Mensch, warum bin ich schon hier? Gut, ja, 57% Free-to-Play und 43% sind Pilzer. Ne? Was jetzt tatsächlich ja, relativ ausgeglichen ist bei 2000 Abstimmungen hier so, ne? Und ja, also da ist natürlich dann auch ganz klar, man muss beide Seiten auf jeden Fall auch betrachten, ne? Ja, so sieht das aus. Eine ganz coole Umstimmungen waren da, Umfragen waren da auch hier mit teilweise dabei. Ne? Also deswegen, ja, auch sehr interessant mal hier so. Ne? Auch ob ihr noch spielen würdet, falls es noch Sanduhren geben würde, ist auch krass. Da würden 75% einfach Nein sagen, so. Ne? Also, ja, ist schon auf jeden Fall interessant, mal so immer mal hin und wieder die Meinungen zu bestimmten Themen von der Community zu hören, muss ich mal sagen. Muss mir auch mal wieder eine neue Umfrage einfallen lassen, was mich so interessiert. Habe ich ein bisschen auch vernachlässigt in letzter Zeit. Aber man kann ja auch nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ne? Ja, gut, den haben wir noch mitgenommen hier. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Haben wir noch einen Stärkehelm hier. Ja, die Rüstung knallt hier nicht so ganz cool, nicht so gut rein, nicht so wie ich mir das vorstelle. Aber ich würde sagen, für das Video soll es das auch erstmal soweit gewesen sein. Ich will es jetzt hier nicht weiter großartig in die Länge ziehen. Ihr habt auf jeden Fall die Informationen alle bereit, ne? Und nehmt auf jeden Fall dran teil. Am Samstag um 15 Uhr wird es ausgelost. Ich wünsche euch da viel Erfolg bei, viel Glück und ja, das nächste Gewinnspiel ist, denke ich mal, schon um eine Ecke. Ne? So viele Pakete, wie in letzter Zeit rausgehauen werden, da wird man ja hier noch, muss man ja noch bald Insolvenz anmelden. Der Peter Zwegert meldet sich schon bald wieder bei mir. Nummer ist schon eingespeichert. Ja? Gut, Leute, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende jetzt auch an der Stelle natürlich. Ne? Und das war's soweit. Haut rein. Warte mal, ist Wochenende schon? Ne, wir haben dann erst Donnerstag. Trotzdem schönes Wochenende, kann man ja trotzdem mal wünschen. Okay, haut rein und bis zum nächsten Mal.